Hallo, ich bin Mama Svenja und heute möchte ich meine Erfahrungen und mein Wissen zum Thema erste Anzeichen einer Schwangerschaft mit euch teilen. In dieser Episode werde ich die häufigsten Anzeichen einer Schwangerschaft vorstellen, Tipps geben und natürlich eure Fragen beantworten. Natürlich könnt ihr mir auch Fragen per Instagram stellen. Und wenn du möchtest, kannst du hier meine Schwangerschaftscheckliste gratis herunterladen. Ich verlinke dir es unten im ersten Kommentar. Wann treten die ersten Anzeichen einer Schwangerschaft auf? Die ersten Anzeichen einer Schwangerschaft können schon kurz nach der Befruchtung auftreten. Bereits in den ersten Wochen der Schwangerschaft können einige Frauen Veränderungen in ihrem Körper wahrnehmen. Dazu gehören zum Beispiel ausbleibende Periode, Übelkeit, Spannungsgefühle in der Brust und Müdigkeit. Allerdings können diese Anzeichen auch auf andere Dinge hindeuten, zum Beispiel die Periode. Daher ist es wichtig, dass du bei Verdacht auf eine Schwangerschaft einen Schwangerschaftstest durchführst, weil dann kannst du es auch nur sicher wissen. Ich kann das wirklich ganz gut nachvollziehen, weil wenn man den Verdacht schon hat, dass man schwanger ist, möchte man es auch so schnell wie möglich wissen. Weil dieser Zeit vom Abwarten ist einfach immer wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Die Frage, die dazugehört oder ganz oft gestellt wird, ist, kann man in der dritten Schwangerschaftswoche schon etwas merken? In der dritten Schwangerschaftswoche können die ersten Anzeichen für eine Schwangerschaft natürlich schon auftreten, wie zum Beispiel ein leichtes Ziehen im Unterleib oder Spannungsgefühl in die Brüste. Allerdings sind diese Symptome auch auf die vorbestehende Periode hindeuten. Deshalb ist es manchmal schwierig zu unterscheiden, welche es jetzt denn wirklich ist. Vielleicht, wenn du deinen Körper sehr gut kennst, merkst du vielleicht ganz deutlich den Unterschied. In die erste Woche einer Schwangerschaft können einige Anzeichen auftreten. Es gibt Anzeichen einer Schwangerschaft, die bereits vor dem Ausbleiben der Periode auftreten können. Zum Beispiel, wie vorher auch schon benannt, empfindliche oder geschwollene Brüste. Veränderungen des Geruch- und Geschmackssinns. Einige Sachen, wo du vorher wirklich Lust drauf gehabt hast, schmecken dir gar nicht mehr. Und Sachen, die du normal gar nicht geschmeckt haben, die isst du jetzt am laufenden Band. Häufig Wasser lassen. Du hast das Gefühl, dass du ständig auf Klo gehen musst. Auch dazu kann gehören Müdigkeit und Erschöpfung. Du hast das Gefühl einfach, dass du fast die ganze Zeit schlafen kannst. Leichte Blutungen oder Schmierblutungen treten auch bei einigen Frauen auf. Das ist bei ungefähr ca. 30%. Deshalb bitte wundere dich nicht, wenn das bei dir nicht der Fall ist. Das kann dann tatsächlich so sein. Und natürlich Übelkeit und Erbrechen. Etwas, was sehr häufig auftritt leider, aber kann auch ein Anzeichen sein für eine Schwangerschaft. Diese Anzeichen können jedoch auch durch andere Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel hormonelle Schwankungen oder manchmal auch durch Stress. Nach der Befruchtung kann es einige Tage dauern, bis sich das befruchtete Ei in der Gebärmutter einnistet. Im nächsten Video würde ich euch gerne weiter erzählen, welche Symptome hierzu genau passen. Auch du kannst jederzeit mit deinen Fragen und Sorgen dich an mich wenden. Ich bin wirklich für dich da, um in diese besondere Zeit es alles so angenehm und sorglos wie möglich zu gestalten. Ich wünsche dir eine wundervolle Schwangerschaft. Liebe Grüße, Svenja.